Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Marco. 2888 Teile. Jawohl. Teilmäßig und in Sachen Abmessungen definitiv das Flaggschiff der ersten Star Trek Welle. NCC 1701. Wo kommt diese Zahl eigentlich her? Oh ja, der Designer von dem Schiff, also der sich das ausgedacht hat für die Serie, der hat sich gedacht, okay, das ist die 17. Kreuzerklasse der Sternenflotte und das erste Schiff dieser Klasse. Also quasi das Typschiff. Also genau, die das 01. erste Schiff der 17. Kreuzerklasse. Okay, Deswegen also 1701. Ja, das ergibt einen gewissen Sinn. Und wir haben das hier oben drauf stehen. Ja. Und wir haben das an den Gondeln stehen. Jeweils schön als Prinz. Hervorragend. Okay. Das war ja Captain Kirks Schiff. Hinterher, ja. Weil erst gab es noch Captain Pike. Da sah das auch noch ein bisschen anders aus. Also das hier ist im Grunde genommen die Version, die wir über die Serie, die Originalserie, am längsten sehen. Ja. Es gibt noch einen ursprünglichen ersten Pilotfilm, Der Käfig, der damals dem Studio nicht gefallen hat. Man hat Szenen daraus wiederverwendet für eine Doppelfolge, die dann hinterher in der Serie nochmal gesendet worden ist. Da sieht die noch ein bisschen anders aus. Da hat die hier irgendwie, ich glaube, so Pinne, die hier rauskommen. Hier hinten sehen die Gondeln noch ein bisschen anders aus und so. Okay. Aber genau, wir haben natürlich die genommen, die man in der Serie wirklich immer sieht. Richtig. Die Version aus dem einen Pilotfilm. Richtig. Im Maschinenraum, Montgomery Scott in der Krankenstation, Dr. Pille McCoy und so weiter. Ja, herrlich. 2900 Teile knapp. Das ist schon ordentlich. Das ist auch wirklich, sag ich mal, so für uns die Grenze dessen, an der Grenze dessen, was man in Sachen Größe und Filigranität aus Noppensteinen bauen kann. Ja. Es hat schon einen Grund, dass die Enterprise selbst, also das fiktive Original, nicht für Atmosphäreneintritt geplant war und dass das halt im Weltraum gebaut wird. Da ist alles schwerelos, da ist alles einfacher. Die Idee war ja auch nicht für Atmosphäreeintritt. Nein, die ist auch im Orbit über Utopia Planitia gebaut worden. Ja. Die hier ist, San Francisco Schiffswerft, glaube ich, Raumdock gebaut worden. Die Interessensektion ist zwar einmal in die Atmosphäre eingetreten, aber auch nur einmal. Und sie ist auch nicht wieder ausgetreten. Ja, genau. Ja. Schick. Wir haben einen großen Karton, einen verdammt großen Karton. Den muss ich mal kurz zeigen. Ich mache dir mal ein bisschen Platz. Ein großer Karton im typischen Design mit, na klar, dem jungen Captain Kirk an der Seite. Und Innenkartons, die auch ein schickes Bild zeigen. Auch ein schickes Bild zeigen, wenn man sie denn beide mal rausnimmt. Ein Puzzle, so stimmt's. Nein. So stimmt's. Mach's richtig. Ja, ich mach's richtig. Komm, mach mit 2-Teile-Puzzle. Die sind manchmal ganz schön kompliziert. Ja. Es sieht abgefahren aus. Ich finde das super. Jawohl. Und wie man merkt, prall gefüllt. Wir haben einiges an bedruckten Teilen. Ja. Ich weiß jetzt diesmal gar nicht, wie viele. Kannst du mir mal die Anleitung geben? Dann gucke ich mal nach, während du mal ein bisschen mit deinem Fachwissen glänzt. Wie lang ist das Schiff? Also im Original? Das sind immer so Sachen, da muss ich selber einmal kurz nachgucken. Länge 288,6 Meter. Okay. Breite 127 und in der Höhe 72. Hat 22 Decks, also ein bisschen weniger als die D, die hatte 42. Ja. Man merkt, das Schiff ist etwas kleiner. Ja, wie gesagt, das wichtig noch, ein Schiff der Constitution-Klasse. Auch ganz wichtig. Eins von, ich glaube, 12, die es zu dem Zeitpunkt damals gab. Ja. Ich habe gerade mal gezählt. Insgesamt müssten es
36 Prints sein. 18 davon sind hier diese rote Linie. Und halt jeweils die entsprechenden anderen hier oben und hier noch dazu. Ihr dürftet bei euch allerdings, sind es 38 bedruckte Teile in den Sets haben? Ja, ihr habt das hier eventuell am Ende über. Ja. Das liegt daran, dass uns aufgefallen ist, rechtzeitig aufgefallen ist, dass hier dieses bedruckte Teil, dieses erste hier vorne, zweimal für eine der beiden Gondeln da war und nicht für die andere. Es muss ja spiegelverkehrt sein. Genau, aber wir hatten halt die gleiche Seite. Ja, haben wir nachgeordert, haben wir beipacken lassen und jetzt ist alles in Ordnung. Hier unten ist das Symbol Brickbuild, das finde ich sehr, sehr schön. Oben haben wir das am Anfang dieser roten Linie als Print. Und was mir auch sehr gefällt, was die Teile angeht, ist hier hinten das Ende der Warp-Gondel. Ne? Dieses Teil in, was ist das, Trans Yellow? Ja. Oder Trans Clear? Ja, nee, das ist Trans Yellow und da drin ist dann dieses Trans Orange Teil um den. Ich weiß, was das für Teile sind. Ich habe zu Hause, ich habe das, glaube ich, ein einziges Mal aus einem uralten, 4 Noppen breiten Betonmischer oder so, diese Cone, die in der Mitte aber offen ist, hohl ist, mit 2x2 Noppen rund. In der Farbe noch nie gesehen. Nein. Passt aber natürlich. Ne? Ja, perfekt. Genau wie diese hier, diese Viertelkuppeln, die zeigen innen so eine Wabenstruktur, die perfekt zu der vorderen Seite dieser Warp-Gondel passt, weil die ja auch so ein bisschen dieses Flimmern, da dreht sich irgendwas drin hat. Ja. Und diese Wabenstruktur, naja, die sieht man an dem Teil nicht, wenn man es aus einer ganz normalen Farbe in Weiß oder in Light Bluish Gray oder so in irgendeinem Set hat. Und hier haben wir es in Trans Red. Ja. Und dann siehst du das Innenleben, wie es halt innen aufgebaut ist. Und das Innenleben trägt hier noch aktiv zur Optik bei. Ja. Das finde ich einfach gut. Das ist eine schöne Teilewahl. Aber das hier oben sieht ja schon ziemlich abgefahren aus. Ja, ist es auch. Also sowieso, der Bau ist durchaus an einigen Stellen anspruchsvoll. Weil, oder sagen wir anspruchsvoller, weil das Ding natürlich auch zu bauen und auch sich eine Bauanleitung zu überlegen, ist nicht einfach. Also das hier wird halt so mit Hinges befestigt. Das sind, wie man hier so sieht, das sind so einzelne Elemente, die dann aber auch wirklich perfekt ineinander greifen. Ja, die greifen alle so ineinander. Ich weiß gar nicht, wo man da, kann man da irgendwie... Also man kann das theoretisch aufklappen. Man sieht dann halt die Innenkonstruktion. Drinnen ist nichts. Genau. Man kann das aufklappen und das muss jetzt hier drauf, ne? Sonst passt es nicht. Und das passt genau hier so in die Mitte. Ja. Also ganz exakt, jawohl, so, zack. Also schließt sich. Aber klar, so eine so große kreisrunde Untertasse zu bauen mit so Hinge-Elementen und so, das ist nicht einfach. Was haben wir noch? Wir haben hinten wahrscheinlich den Impulsantrieb, diese roten. Ja, genau. Das ist der Impulsantrieb. Hier Impulsantrieb. Hier hinten natürlich der Shuttle-Hangar. Da haben wir nochmal das sind im Grunde genommen nochmal dieselben Teile wie an den Gondeln hier. Nur stimmt, halt nur in Light Bluish Gray. Und da siehst du dir von dieser Wabenstruktur im Inneren halt gar nichts. Deswegen meine ich ja, ich hatte das überrascht, das ist ein Spezialteil. Ja. Dann habe ich geguckt, nee, das sind einfach nur die Innennoppen dieses Teils. Man sieht sie halt eigentlich nicht. Und das finde ich einfach pfiffig. Ich freue mich ja immer über Teile, die ich noch nie in der Hand hatte. Ja. Und diese Teile hatte ich zwar schon häufiger in der Hand, aber halt nicht so. Nein. Und dann entdeckt man an den Teilen dass man vorher halt nie... Guckt ja nicht unten drunter, ja. Ja gut, die Unterseite von Bricks oder so interessiert normalerweise nicht so. Genau. Ja, cool. Aber Shuttles, da sagst du was, ne? Ja. Unsere Shuttles kommen ja auch noch. Wir haben da nämlich noch was. 2 Shuttles, genau. Das Shuttle der klassischen Enterprise, nicht ganz im gleichen Maßstab. Ne? Ja, nein. So dass es da hinten reinpasst und auch ein Shuttle, wie es in der Enterprise D parken kann, die wir euch ja schon vorgestellt haben. Ja, cool. Ansonsten Bauanleitung. Ich zeig mal diese Stelle, wo hier so nach und nach diese Kuppel gebaut wird. Ist schon cool. Ja. Du hast gesagt, dir hat es geholfen, gegen Ende, als das hier gebaut wurde,
den Stand nicht zum Schluss zu bauen, wie er in der Bauanleitung steht, sondern vorher, Genau. dass man es schon aufbocken kann. Ja. Je nachdem, wie ihr euch das hinlegen, wie ihr am besten hantieren könnt. Vor allen Dingen, wenn man wenig Platz hat. Also wenn man genug Platz hat, und sage ich jetzt mal, wenn man einen sehr großen Tisch hat, dann kann man das auch problemlos so daneben legen oder so und die Teile sich ausbreiten. Wenn man aber wenig Platz hat, hilft es, den Stand zuerst zu bauen. Ja, okay. Und da das ja in Bauschritten unterteilt ist, macht man einfach, guckt man hinten in die Anleitung, Bauabschnitt 6, Tüten dafür aufmachen, dann hat man auch alle Teile. Ja. Man muss da nicht für alles erst aufreißen. Das ist auch ganz nett. Okay, gut. Wir hatten bei der Enterprise D ja einen Maßstab, haben wir ausgerechnet, von etwa 1 zu 1150. Das kommt hier nicht hin. Ich habe ihn jetzt nicht ausgerechnet, aber wir blenden einfach mal gleich den Maßstab noch ein. Ja. Wir haben nämlich das Set mit der Setnummer 104183, die USS Enterprise NCC 1701, 2888 Teile, darunter 36 bedruckte, für 219,95 €. 84 cm ist das Set lang, 36 cm breit, 25 cm hoch mit Standfuß. Du sagtest schon, recht anspruchsvoll zu bauen. Klar, auch wegen der Sache hier vorne, wegen der Technikverbindung zur Warp-Gondel und so weiter. Irgendwann muss man es halt auch zusammensetzen. Also so eine Warp-Gondel zu bauen, ist nicht das Problem. Die Verbindung zwischen der Untertassensektion und der zentralen Sektion ist sehr stabil. Das zeigt sich auch an diesem, kann man das schön sehen, hier. Wir haben hier eine sehr lange Spitze, die in die Untertasse fest eingebaut wird. Genau. Das ist klasse. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das Ding hält. Ja. Das fällt nicht ab. Das ganze Ding ist, also wenn es dann steht, durchaus stabil. Ich würde jetzt damit nicht durch die Wohnung swooschen. Nein, aber es ist immer noch ein Displaymodell, aber es hat schon eine hohe Stabilität. Das steht fest. ja, und damit haben wir jetzt die beiden, ich stelle mal das zweite noch dazu, die beiden großen Displaymodelle der ersten Produktwelle vorgestellt. Ja gut, dann haben wir alles, ne? Ja, Das war's für heute aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Bald gibt's noch mehr. Wir wünschen viel Spaß beim Bauen. Und wie sagt man noch? Lebt lang und in Frieden? Genau. Jawohl. Sind die beiden sich begegnet? In irgendeiner Zeit irgendwas Folge? Also zumindest nicht nicht in der Serie. Kann ich mich nicht dran erinnern. Also in der einen Deep Space Nine Folge war Cisco auf der Enterprise, aber es gab keine. Nee, aber nicht von der D und also die D trifft ja einmal auf die C in so einer Zeitreisenfolge, aber nicht auf die Kirk Enterprise. Okay. Also aber im Regal können sie das tun? da können sie das, na klar. Ja.